also planning on spending some time in Xiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Und damit willkommen zum letzten Part des Events Drachenpracht in der Frühlingsbrise. Also was jetzt genau noch passieren wird, keine Ahnung, meine Lieben. Wo müssen wir denn hin? Habe ich? Oh Gott sei Dank, habe ich den Teleporter. Ja, ne, schauen wir mal. Also ich wüsste jetzt nicht, was noch passieren soll. Wir haben ja Gaming geholfen. Und eigentlich ist alles im Lot, ne? Aber ja gut. Mal sehen. Ich bin gespannt. Gehen wir erstmal hier hoch und gucken, ob keiner guckt. The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Tom ist die Kiste! Fruit! Wer ist das? Ist das Zhongling? Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Good vibes! Ich habe es auch gehört. Irgendwas mit Blasenmandarine und guter Laune. Right? So Paimon wasn't just hearing things. Nein, du hörst definitiv That nichts voice sounds Falsches. really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? Gut, schauen wir mal, was los ist. Du und Paimon macht euch auf den Weg den Berg hinauf, um die Ursache der Schreie zu finden. Soweit erkennbar sind es Mandeln. Hier und Schokoladensoße da. Klingt echt lecker. Die muntere Stimme beflügelt eure Schritte und der besteigt den Berg im Nu. Okay. Oh! Navia! Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. Ja, also wie ihr wisst, es tauchen ja jetzt neue Leute auf. Ne? In der letzten Aufnahme wurde uns ja schon gesagt, wir hätten da einen bestimmten Legendenauftrag machen müssen. Haben wir ja natürlich nicht gemacht, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Aber gut. Ich muss es euch ja nicht immer wieder sagen, ne? Also, Navia, die geilste Geotante auf Erden. Naja, Noelle ist auch geil. Leiterin der leuchtenden Rose. Ein junges Fräulein mit auffallendem blonden Lockenkopf und wunderschönem Kleid. Oh ja, die sieht wirklich fantastisch aus. Sie mag auf den ersten Blick wie eine altmodische Dame aus Fontaine aussehen, aber in Wirklichkeit ist sie die allseits bekannte aktuelle Präsidentin, Leiterin, Chefin und Anführerin der Spina di Rosula. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Ich hatte mal Französisch vor 50 Milliarden Jahren. Ich habe alles vergessen. Ungeachtet all dieser Titel bevorzugt es die engagierte, optimistische und unprätentiöse, was sind das für Wörter? Frau, die ein ums andere Mal allen aus der Patsche hilft, sich selbst als emsige Bürgerin Navia zu bezeichnen. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Mit Rite. den beiden habe ich ja gar nicht Happy Lantern gerechnet. Rite. Danke, ebenfalls. Lantern right to you too! Wait, if you're here for Lantern Rite, then what are you doing on top of this deserted Treffen wir mountain? vielleicht auch Novelette? And that voice we Oh heard, mein that was Gott. you, right, Navia? Obwohl, ich glaube, der verschwindet nicht aus Fontaine. Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got Nee, good ears. ich habe dich nicht erkannt. Tut mir That leid. your voice is just really loud. Nück. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Okay. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Mhm. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And Buell fruit? Ooh, is it some Ja, sort of stimmt. secret Bei der code? Mandarine hätte ich drauf No, kommen it's können, dass not a es code. eventuell The Fontaine-Charaktere words are sind, aber meaningless. so schlau bin ich Perhaps, nicht. But the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right?
After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Verstehe. Es kommt nicht darauf an, was ihr schreit, sondern auf den Akt des Schreiens an sich. Exactly. You get me, partner. Immer. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently, most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. Okay. So, Das würde you mich ja see, irgendwann it's not echt just me. nerven. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Wenn ich gestresst bin, Oh, igel ich that's a mich pretty ein und ich good bin way immer to relieve gestresst. stress. What I choose to hunt depends on my mood. Was? Anyway, Florin, why don't you Mensch. two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. Okay, ich möchte As long ein... as Paimon has weiß ich clothes nicht. on her back and food in her Was schreien wir belly, denn? Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Und ich behalte die Dinge lieber für mich. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Wer? Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? Farina! Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. What? Cool. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Ah, okay. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So Das hurry ist up and definitiv check it out. Farina. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this okay. script." Mhm. Alles klar. So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way Wahrscheinlich. out here. War sie allein? I think so. We ran into Neuvillette on the Nein, way to Novelette the ist store, auch but he's already on hier? his way Das back, hätte ich ja so nicht gedacht. they Ich dachte, probably der weren't geht aus together. Fontaine nicht raus. Dieser kleine Workaholiker. What? Neuvillette was here too? So viele Ich habe gerade getrunken, Leute. So viele Leute hier aus Fontaine. What was he doing here? It couldn't have been for vacation. Nee, er und I Urlaub, think das it gibt's just nicht. might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. Okay. He's a very Oh, schade, busy dann sehen wir man. ihn definitiv nicht. Neuvillette is not the type Ja. to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Ja, das stimmt. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. Ja, aber er ist You doch know, ein just like you were. Wasserfetischist. Der trinkt doch, My glaube ich, keinen situation is Tee. completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontainians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley. And now Oh, I have to buy him something. den habt ihr, glaube ich, auch noch nicht kennengelernt. Also, so sowieso nicht, aber ich glaube, der ist auch in einem Event noch nicht aufgetaucht. Ihr habt gewettet, sieht wie ein passendes Geschenk aus. It was just a spur-of-the-moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing. But he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. Was geht If denn only he draußen was ab? that Habt ihr das easygoing when it gehört, came das to Hupen? talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Neuvillette even mentioned it earlier. Sunglo-Tee. Kaufst du 10? Gibt es den halben Preis? Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? Vielleicht. That reminds me. You
guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right. Hu Tao. Oh, die haben wir ja ganz A few vergessen. days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village. So we decided to come and see if we could run into her. Mhm. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. Das macht doch nichts, Partnerin. That's good. Hihi. We should probably head out and look for Hu Tao. Ja. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Okay. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Klingt gut. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later. See ya! Gut, wo müssen wir denn hin jetzt, ne? Oh, Leute, ich bin gerade richtig geflogen. Guckt nämlich mal. Das machen wir doch schnell, okay? Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Oh, war hier irgendwas? Ich glaube nicht. Oh, da unten. Wen sehe ich denn da? Ist das Mr. Zhongli Chaoying Village höchstpersönlich? is known for its tea. But you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Dim Sum! Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Ein Nachmittagstee wäre um diese Zeit vielleicht angemessener. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now, let's see what kind of yummy things we can find around here. Hä? Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hu Tao? Oha! Das mache ich auch immer ganz oft. Oha! Dieser Hut, das muss sie sein. Oha, machen wir. Wonder what they're talking about. Oh, der Hund. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Wollen wir wetten? Hey, this isn't the Fortress of Meropide. Okay. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys Okay. the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Alles klar. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. Wahrscheinlich. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Dann tippe ich auf Kundenwerberin Hu Tao. Alright, no time to waste. Let's go see who's right. Ja, gucken wir mal. Hu Tao ist ja sehr euphorisch, ne? Also sie ist ja sehr direkt. Ich denke, wir könnten gewinnen. Paimon, ehrlich. Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Natürlich, Warnung, wir then. kennen alle. Wir kennen ganz Tewat, Mensch. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an seit unserem letzten Treffen. Was geht ab, mein Haufen Kumpane? Wir nehmen das zweite. I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit, I'm a bit surprised to see you here, traveler. Yeah. But seeing as you're a hero who's been all over Teyvat, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy lantern rite. Frohes Laternenritual. It appears you have been to Fontaine then. Nö, offiziell noch nicht. Inoffiziell Given war your ich schon da, um was proclivity zu to sammeln, spread ja. good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier.
given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself Oh, that die way. Schmetterlinge im Hintergrund. Does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Ja? Miss Hu Tao. Miss Farina is now one of my esteemed clients. Ja, ich hab gewonnen. Ich wusste es. Yep. Hast du das gehört, Paimon? Sie ist Hu Taos geschätzte Kundin. Okay, you win. Natürlich habe ich gewonnen. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. Es war Paimons Idee. Ich bin total unschuldig. Ja, hier, siehst du? Ich zeig schon hin. Ja, doch. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. Nun, du kennst mich. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? Ja. If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh. That's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right Ja, too. was machen wir jetzt? Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Gut, du darfst deine Ersparnisse behalten. Hey, don't be upset, traveler. Ja, aber du kriegst auch nichts zu essen, Paimon, ne? How about this? You buy Paimon a bowl, and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. Yeah! Ich kann dir jederzeit eine Schüssel kaufen. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite Ja, a wenn alle staff. sterben. Ja, super. I almost forgot to ask about the most important question. Did, something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Ja, was meinst du? Well, you know... Ach so, das meinst du, Paimon. Okay, das habe ich eben so auf die Schnelle nicht geschnallt. Oh, well, yes. Really? Oh, no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Ja, was ist es dann? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me Wo du to recht hast, hast du coordinate recht, their funeral? Verena. Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Ah, Not too long ago, okay. I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to Oh, sleep with the wow, light on okay. even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Oder einen frischen, wütenden Orkan. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Longsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. Okay. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. No, Zhongli sure loves Zhongli. his lofty turns of phrase.
But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to Hochtrabendes ask for Wortgeklingel. directions. Oh, who was it? It's someone you know. Ja, Wanna wir take a wissen's. Ich denke, das war Novelette, richtig? What? How did you guess Ja, that on your first ja, try? ich bin halt schlau. Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Du erzählst ein von deiner Begegnung mit Navia und Chlorint auf dem Gipfel des Berges. Ein Blick auf den bemitleidenswerten Gesichtsausdruck von Furina genügt, um dich davon zu überzeugen, den Teil mit dem Geschrei wegzulassen. Huh. Paimon never thought Novelette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. Okay. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way alles to get klar. back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. Für ihn wäre Schwimmen wahrscheinlich der schnellste Weg. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu-Tao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. But speaking of your friend, What about him? he doesn't get out much, does he? Na, nicht wirklich. No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. Okay. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he's Oh, the da only frage ich one who mich, would warte mal, consider that to be a ist er vacation. Zhongli begegnet dabei? Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding Okay, die haben schedule. sich nicht getroffen. Okay, I'm alles sure klar. he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't Ihr werdet anything früher like oder what später someone noch would wear on merken, warum vacation. ich jetzt dachte, Is that verdammt, so? haben sie sich getroffen. Wait, you didn't see him, Zhongli? Ja, Gott sei Dank, ne? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, Oh, so I decided to fetch some tea for them. Du holst mir auch What einen a Tee? shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it Ich off. glaube nicht. Nein. Is that so? Oh, Zhongli ahnste was? Warte. Bedenkt man das Verhalten von Zhongli und die wahre Identität von Novelette? Leute, das wisst ihr jetzt noch gar nicht, Mann. Aber gut, ich habe euch gewarnt. Könnte Zhongli ihm absichtlich aus dem Weg gegangen sein? Das kann natürlich sein. Oh, ich verstehe. So ist es nun mal. Das ist ja wirklich schade. To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. He's got more friends than he knows what to do with. Ich besitze nämlich einen gewissen Charme. Ich weiß, wie man mit Leuten umgeht. Well, that's certainly true. Ja, das stimmt. Wir sind Best Friends mit jedem. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now. Oh, das wäre ja What I schön, wenn ich meinen eigenen Urlaub genehmigen könnte. Dann hätte ich nur noch Urlaub. Gute Idee. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Er ist der gerechte und unparteiische oberste Richter von Fontaine. Auch bekannt als der Dämon, der den gesamten Papierkram in Fontaine kontrolliert. Stimmt, das zweite. I've never heard of a demon that boring before. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're
You're quite right, Miss Hu Tao. Oh, schaut mal, Navia und Chlorint. Oh? Oh? Traveler, Miss Farina. Those two individuals Ja. over there appear to recognize you. Die können ruhig her... Der Blick so, oh mein Gott, die reden über uns. Na, kommt rüber. Hey, over here! Kommt her. Ihr könnt ruhig dazu stoßen. Alles gut. We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join Oh, ja, natürlich. Please, excuse the interruption. Na, alles gut. So polite. No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss Farina is a friend of mine. in. Ah, straight to the point. I like it. Alle umkreisen dich und beginnen, sich vorzustellen. Als sie von Chlorins Beruf erfährt hat... Was? Als sie von Chlorins Beruf erfährt hatte? Okay, leuchten Hutaus Augen auf. Doch nach einer kurzen Erklärung von Farina und Navia scheinen sich ein paar ihrer fehlgeleiteten Gedanken zu verflüchtigen. Ah, da war Hutau jetzt aber gerade schon richtig angesabbert, ne? If we want to catch a boat back before dark, we should probably get Die hat going. gehofft, Chlorin bringt ihr jetzt Indeed. ein paar Kunden. Then, Miss Farina, Oh, yes? when are you planning to head back? Do you need Gar us nicht. to escort you? Sie bleibt jetzt hier Oh, bei mir. I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. Oh. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. Oh, Hutau, das war gemein. Paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you Das mistook. ist so fies A von dir. candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. Ooh. Kannst du mit Farina nicht machen. Ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. Farina. Gotta say, Farina, you are really quite Du the bist so character. gemein, By the Hutau. way, did I hear you mention that Chlorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Ja. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. Aber mal ehrlich, ne? How things are Moment, now. vielleicht kommt's I gleich can come and nochmal. go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Chaoying Village is an exemplary choice. Nun, hattet ihr alle eine gute Zeit? Only the best. And I've learned a lot, too. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Mhm. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Okay, ihr seht das jetzt gerade nicht so richtig, aber ohne Witz. Die Knöpfe kämpfen auch hart um ihr Überleben, ne? Nur mal so nebenbei. Okay, wir machen weiter. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed?
Bringt ihr gar keine Souvenirs mit nach Hause? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. Und wo sind die? A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Aha. Chlorand is the one who didn't buy anything for herself. So, all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. Oh. They're for Sigewin. Oh. Chlorand isn't much of Okay. a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll Also wenn have ich you das know, Geld all hätte, the ne, würde purchases ich I aber made auch ganz today schön were well kaufen. within my budget. Was ist mit dir, Furina? Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. They should all be things I can use, I think. Du bist in Schnäppchenfallen total auf den Leim gegangen. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? Oh, actually. Ja? Monsieur Neuvillette took them with him. Oh. Wait, what? Okay. Why did he take Starker that? Mann. He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the Alter, amount of bags we had habt ihr das and offered gesehen? to take them back for us. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, Ja, then he das means stimmt. it. See, even Chlorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Oh ja, Maybe he's not as uptight as I thought. Neuvillette If only the ist funeral toll. parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? Indeed. Mhm. Cloran said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So Oh mein if Gott, we wir go to treffen... the Oh, entrance of the fortress of Maripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't know exactly when he'll show up. oh Leute. Wenn wir jetzt zum Fort Merol irgendwas müssen, dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Dann können wir dieses Event wieder nicht zu Ende spielen. Okay. Wow, hier gibt's ganz schöne Spoilers, meine Lieben. Aber ja, ihr wisst ja. Ich wiederhole mich nicht. Okay. Lass mich nicht ins Gefängnis rein, ne? Sonst haben wir ein Problem. Hui. Oh, ist toll, oder? Ich liebe es. Fontaine ist einfach so unglaublich hübsch. Neuvillette! Ah, ich freue mich, dass ich mit dir interagieren kann. Hier bin ich, dein Best Friend forever. Es dauert noch ein bisschen, Leute. Wir müssen ein bisschen laufen. Da ist er! Neuvillette! Bonjour! Mit gerolltem R. Look, it's Neuvillette. We left out. Hi! Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Wir haben uns noch nicht getroffen, aber ist voll okay. Neuvillette, Fäller des unerbittlichen Urteils. Der oberste Richter Fontaines bekannt für seine unanfechtbare Unparteilichkeit. Um zur vollkommenen Personifizierung der unabhängigen Gerechtigkeit zu werden, legt er stets eine sanftmütige, höfliche Art an den Tag, wahrt eine gewisse Distanz zu den Menschen, während er doch von großer Einfühlsamkeit ist. Auch wenn er sich als Außenstehender betrachtet, so wurde er doch über die Jahrhunderte Zeuge
Zeuge unzähliger menschlicher Dramen im Opernhaus, was ihn zu einem Beobachter der Menschheit werden ließ. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Novelette? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Ja, okay. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? Aha. First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the Ja, time at war my mir klar, dass disposal du on deine any given Lebensspanne day. meinst. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Ja, wenn Chaoying du Village. wüsstest, was wir so wissen, ne? Er gibt Novelette eine kurze Zusammenfassung von allem, was I heute see. passiert ist. Thank you for War das ein informing me. Schnelldurchlauf gerade? Hast du die Geschenke ausgeliefert? Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. Riceley. Dum, 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 dum. Der Verwalter von Fort Meropid, auch Herzog genannt, ist bekannt für seine Scharfsinnigkeit und Stärke. Für Außenstehende ist er ein geborener Leiter, ein hervorragender Taktiker, der es versteht, alle Seiten zu seinem Vorteil zu nutzen. Wer ihn allerdings kennt, denkt bei ihm eher an seinem Humor, seine Gerissenheit und Voraussicht. Nur die wenigsten wissen alles über ihn. Das könnte wohl auch der Grund sein, warum er auf dem finsteren Grund des Ozeans Fuß gefasst hat. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Super. Meropid. Musst du jetzt noch was unterschreiben? A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you Nein. think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. Alles gut. About that. Da Much lief of that was, is ne? my own excess, I'm afraid. Ach du, was ist okay. Oh. Ich dachte gerade, Why? es ging um das, was What Charlotte gemacht hat, also wo wir zusammengepackt haben. It was buy 10 boxes, get half off. That explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. Okay. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is Ja, was ist das? Was gibst du ihm? a stone slate, Oh, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. oh, okay. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs Oh, such stell as dir mal this. vor, The wie law lange man was no braucht, um different. das in so eine Steintafel Oh. einzuhämmern. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Claran some time ago about gifting you a legal codex. So, there you go. Okay. So that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good Genau, attempt. zeig mal etwas Humor, Riceley. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the Okay. fortress's showroom.
Surely there's no need for such a grand gesture. Alter Schwede, irgendwie ist dieses Gespräch Just kidding. dämlich, oder? I don't have anything like a showroom. Ah. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. That sounds good to me. Okay, habt ihr's? Ja, scheint so. That's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the Ja, local spring water. natürlich! The aftertaste Und wie is ist das much Wasser? purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency Ja, to das kann imbue the sein. water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time Das off to do the solltest same du. elsewhere. Wie man in Liyue sagt, bring Arbeit und Erholung in Einklang und die Sorgen werden dich meiden. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation. Ja, genau. Right? You can just take one. After all, you're heartily bereft of time. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Ja, und wie war es? Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. Sehr This interessant. is also something I made today. Oh mein Gott, das ist ja Zucker. Ich möchte auch. Hast du mir auch eins gemacht, Novelette? Oha, was für eine große Kelle? That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. Es ist beeindruckend. Auch die Farbe passt sehr gut zu deinem Stil. Really? You like it? Oh mein Gott, der Tell freut you the sich truth, so. given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Oh, Novelette, Around du bist such auch an so important cute, holiday such as ehrlich. this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have Warte, it, kriege ich das jetzt wirklich? Darf ich das wirklich behalten? Du hast es ja mit den eigenen Händen gemacht. That is precisely why it would do me such a great honor to accept it. Nur zu gerne. You are most welcome. Happy Sorry, ich habe, glaube ich, Lantern gerade Night. richtig reingeschrien, ne? Ach, noch eins. Du schlägst Novelette vor, dass er mal Urlaub nehmen soll. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't Hey, be in also ich further würde das ständig violation of benutzen, protocol. ehrlich. But I suppose I understand her point. Ja. Nimm doch mal eine Woche frei, My Kumpel. proclivity to refrain from personal outings Nach all den does 100 in part Jahren, originate from Hunderten a von sense Jahren of hast du bestimmt responsibility toward my Millionen duties. Urlaubstage. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Ich hab's ja gesagt. Der Suppenlöffel, ich hab's tatsächlich gekriegt. Ich muss daher unbedingt... Warte, wo muss ich denn hin? Hä? Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott, ey. Ich muss nachher unbedingt noch in meinen anderen Account rein und das zu Ende spielen, bevor das Event endet. Ich will da auch die Kelle haben. Ich will die Kelle. Ja, ich will sie. Okay. So, bin wieder da. Was haben wir denn jetzt noch zu bereden? Mit wem auch immer ich jetzt reden werde. Ich weiß es nicht. Hui. Ah ja. Hui. Okay, Leute. Ich glaube,
das ist nicht das Event. Ich glaube, das ist die andere Quest. Wir machen erstmal weiter und gucken mal. Onkel Lu, dieses Mal hat es immer noch nicht geklappt. Die Teeblätter haben nicht genug Aroma und sind zu trocken und spröde, um in die Knetmaschine zu kommen. Selbst wenn sie die zweite Stufe überstehen, sieht das Endprodukt nicht gut aus. Sicher, dass es nicht an der Maschine liegt, oder ist es ein Problem mit eurer Bedienung? Was soll das heißen? Du hast die Arbeit immer beaufsichtigt. Wir würden es nicht wagen, nachlässig zu sein. Das ist ja seltsam. Jo, das ist, wir machen erstmal, es kann sein, dass sich das trotzdem ineinander einfügt. Wisst ihr, was ich meine? Das war ja im ersten Teil auch, wo ich da quasi entführt wurde und ich dachte, das gehört nicht dazu, aber es hat sich miteinander verbunden. Meine Güte, ich und meine Erklärungen, ne? Huch, du bist hier, Lu. Jin geht zurück an die Arbeit und dieser Herr ist, haha, ich bin der junge Herr der Händlergelte Feiern. Ich bin ein ritterlicher Junge aus der Gua-Schule. Wir machen das erste. Hallo? Niemand nennt sich selbst den jungen Herrn. Dies hier ist eine Dienerin. Der Name ist einfach Pai. Haha, richtig. Paimon ist Pai. Oh, herzlich willkommen. Was für zwei ehrenwerte Gäste. Die Händlergilde hat uns in den letzten Jahren viel Unterstützung gegeben. Aber dieses Jahr sollte der junge Herr schon davon gehört haben. Oh, was ist los mit dir? Du siehst so traurig aus. Hat Jin wieder nicht gut gearbeitet? Du neckst mich schon wieder. Es tut mir leid, meine zwei ehrenwerten Gäste. Das Jahr läuft nicht gut, deshalb kann ich euch den Gästen aus der Ferne keinen frischen Tee servieren. Tja, der Grund ist euch auch schon bekannt. Wie kannst du es wagen, mir keinen Tee zu? Es gibt keinen Grund, so förmlich zu sein, Herr Liyue. Wir sind hier, um zu helfen. Ja, unser junger Herr macht sich auch große Sorgen wegen des Tees. Also seid bitte nicht so förmlich, Herr Liyue. Klar. Ehrlich gesagt eignet sich diese Ladung Teeblätter auch nicht zum Rösten. Ich bin nicht sicher, ob sie einfach nicht gut genug war, als sie gepflückt wurde, oder ob die Maschine in unserer Teerösterei nicht mehr richtig funktioniert. So schwer kann das doch nicht sein. Du kennst die Teeblätter, die früher gepflückt wurden, mit dieser Ladung Teeblätter vergleichen, oder? Wenn einer der beiden Tees, die auf die gleiche Weise hergestellt wurden, normal ist, dann kann es nicht an der Maschine liegen. Also wirklich, ich habe es doch gesagt. Egal, was wir zwei verehrte Gäste hier haben, versuchen wir es so, wie du es vorgeschlagen hast. Jin, haben wir noch frische Teeblätter von der letzten Ladung? Von den letzten Ladungen auf Lager? Im Lager gibt es doch welche. Warum? Ja, ich weiß. Ich spreche alle immer anders. Also die ändern 15 Mal ihre Stimme. Warum? Darum. Du hast kein einziges Wort davon gehört, was wir gerade hier besprochen haben, oder? Geh zum Lager und hol dir eine Portion Teeblätter. Dann bring die Teeblätter zusammen mit denen, die Lu mitgebracht hat, in die Teerösterei. Verarbeite sie jeweils mit der Maschine. Lass keinen Vorgang aus, ich werde dich beobachten. Nach einer Weile bringt Jin 2 Portionen gerösteten Tees zurück. Meiner Meinung nach sind die beiden Gäste noch jung und hätten bestimmt gern lieber Kuchen als Tee. Ja! Gerne. Warum machen wir nicht 2 Teekuchen aus den beiden Teesorten? Wir werden wissen, welcher gut und welcher nicht gut ist, wenn wir den Teekuchen probieren. Lu, was hältst du davon? Gut, mach einfach, wie du sagst, Jin. Hör zu, mach aus diesen beiden Tees 2 separate Teekuchen. Verwechsel die beiden Tees nicht. In Ordnung, Onkel Lu. Ich mache ein Stück Kuchen daraus, richtig? Ach, ich bin wirklich. Da-da-dam. Na, gucken wir mal. Kann sein, dass sie das hier gar nicht mitkriegt, weil ich das rausgeschnitten habe. Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Kommt her, sind 2 Teekuchen. Probiert mal. Na, wie schmeckt's? Pai findet, dass der erste komisch geschmeckt hat, aber der zweite war lecker. Wie kannst du es wagen, mir schlechten Kuchen zu? Ich denke auch. Der Teekuchen, der aus den Teeblättern im Lager gemacht wurde, schmeckt in Ordnung. Das ist wirklich überzeugend. Nach deiner Theorie ist die Maschine, die den Tee röstet, in Ordnung. Also liegt das Problem bei den Blättern selbst. Diese Ladung Teeblätter ist einfach nicht gut. Wie die vorherigen. Oh, es liegt also am Wasser und Boden. Aber ich glaube, es gibt ein Problem mit dem großen Teekessel. Der Teekessel wurde jahrelang nicht gepflegt und hat damit die Adepten beleidigt. Und deshalb sind die Teeblätter nicht mehr so gut wie früher. Nein, es ist der Boden. Das Element, das den Boden nährt, es ist... Hör auf, lass uns zuerst die Handwerkerin holen, die den Teekessel warten kann. Sie kommt aus Fontaine, aus dem Forschungsinstitut Fontaine. Otto, wie heißt sie noch? Der Name ist schwer auszusprechen. Jin, gehst du? Jin? Wo ist der Kerl schon wieder hin? Was für ein Idiot. Ich wollte Jin eigentlich losschicken, um die armen Jilongpia zu suchen und hierher zu holen.
Müssen wir jemanden von Fontaine herholen, um den Teekessel zu warten? Egal ob in Liyue oder in Fontaine, das Funktionsprinzip eines von Elementarenergie angetriebenen Geräts ist das gleiche. Wenn der Mechaniker aus Fontaine es warten kann, dann kann unser Mystiker in Liyue es auch. Wie es der Zufall will, reist die Ottomondane gelegentlich gern nach Liyue und besucht dabei auch manchmal uns, um Hilfe anzubieten. Dieses Mal überlasse ich die Wartung des großen Teekessels, also dieser Freundin. Liebe Gäste, schaut mal. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss euch bitten, zum Yulong-Pier zu gehen, um unseren Handwerkerin Ottomondane zu finden. Ich glaube, sie sieht sich gerade wieder das Theater dort an und kann sich davon bestimmt nicht losreißen. Wie können wir unsere Gäste mit solchen Dingen belästigen? Liyue, das stimmt doch gar nicht. Unsere Gäste haben selber etwas am Yulong-Pier zu tun. Ich habe sie nur gebeten, eine Nachricht zu überbringen. Es ist keine große Sache. Ach, ist das so? Wirklich? Es ist anzunehmen, dass es so ist. Ach, vielen Dank. Ich verlasse mich in dieser Angelegenheit auf euch zwei, meine geehrten Gäste. Lu, bitte zeige ihnen den Weg. Haha, ihr habt euch wirklich Mühe gegeben. Liyue hat uns alles abgekauft. Ja, Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr hier seid, um Wasser- und Bodenprobleme zu untersuchen, oder? Der Yulong-Pier liegt in der Nähe des Oberlaufs, der Wasserquelle. Und auf dem Weg dorthin gibt es Monumente, die von den Adepten hinterlassen wurden. Wenn ihr also diesen Weg geht, könnt ihr vielleicht Hinweise finden. Bitte tut uns übrigens den Gefallen, eine Nachricht an Ottomondane zu überbringen. Meine Güte. Das wird Liyue beruhigen. Sonst macht er sich große Sorgen. Kein Ding, überlass es einfach Pai. Hallo? Du machst immer noch eine Aufführung? Das Schauspiel ist vorbei. Und was für ein komischer Name ist Pai. Überlasse die Dinge ruhig uns. Macht dir keine Sorgen, Opa Lu. Ach, liebe Kinder, apropos, wie ich sehe, schmecken euch die Teekuchen ziemlich gut. Ich kann euch zeigen, wie man ihn selber zubereitet. Wenn ihr in Zukunft guten Tee bekommt, könnt ihr ihn auch selbst machen. Gute Reise, seid vorsichtig auf dem Berg. Seht zu, dass ihr nicht hinfallt. Immer. So. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wo ist die Quest? Aha. Leute, das Event ist längst vorbei. Das hat mich quasi nur wieder zurückgeschoben. Das ist ja interessant. Also das Event hat mich quasi wieder hierher zurückgeschickt. Und dadurch kann ich jetzt in Häkchen hier die Nebenquests weitermachen. Ich habe nicht mitbekommen, dass nach Novelette anscheinend wirklich dieses Event beendet gewesen ist. Ja, so kann es manchmal gehen, ne? Ja, dann war's das mit dem Event. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder, meine Lieben. Und bis dahin, bye bye.